Im Osten Tratans gibt es eine der wohl wichtigsten Lokationen in ganz Las Chaos. Sowas wie ein Nadelöhr, durch das fast jeder durch muss, egal auf welchem Server, ob offiziell oder privat. Das war früher wohl der zentrale Treffpunkt für Low-Spieler, als LC noch in den Anfängen steckte. Und heute immer noch ein Hotspot, aber geht eher darum, schnell FP zu sammeln. Ich habe vor kurzem wieder auf einem Classic-Privatserver angefangen, der wirklich versucht, das alte Las Chaos-Gefühl einzufangen, nur mit ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen, neuem Content. Ihr kennt's, World of Warcraft hat's vorgemacht, wie gut Nostalgie läuft und sich das verkaufen lässt, und andere Spiele ziehen da jetzt nach. Natürlich mache ich dazu auch wieder ein Let's Play, und wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich dann neulich den Abschnitt durchgespielt, der im Procyon stattfindet. Das hat bei mir zumindest wieder ganz viele alte Erinnerungen geweckt und auch mich zum Nachdenken gebracht, wie wichtig der Procyon damals eigentlich für alle war. Wenn ich mich zurückerinnere, geht meine erste Erinnerung an den Procyon wahrscheinlich bis nach 2007 zurück, also ganz an den Anfang, als Online-Spiele für mich noch komplett neu waren und LC das erste MMORPG war, das ich je gespielt habe. War damals gerade mit meinem Ritter auf Level 16, vorher dafür glaube ich 3 Stunden bei den alten Werwölfen gelevelt, und mir hat ein Schulfreund erzählt, dass es in Tratan einen Dungeon gibt, wo man doppelt oder sogar dreifach so schnell leveln kann und auch richtig viele FP kriegt. Das war wohl, oder das muss wohl kurz nach dem Update gewesen sein, als im Procyon die XP- und FP-Raten angepasst worden sind. Patchlogs oder so hat man damals nicht gelesen, also wenn man was erfahren hat, dann nur durch den Chat im Spiel. Und erst habe ich mir nichts dabei gedacht, weil ich dachte, ich mache es ja gut bei den Werwölfen. Habe sogar noch bis Level 17 da weitergemacht, weil man ja am besten beim Monster in seinem Levelbereich bleibt, um maximal FP zu bekommen. So zumindest dachte ich damals halt. Nächsten Tag in der Schule haben mir dann meine Freunde erzählt, dass sie schon Level 21 und höher sind. Das hat mich natürlich dementsprechend schockiert, und ich dachte dann auch, okay, da muss ich auch mal hin. Und von da an ging das los, dass der Procyon quasi der zentrale Ort war, wo eigentlich 90% aller Low-Level-Aktionen stattfanden. Auf PvP-Channeln war das natürlich damals ziemlich wild, weil viele Low-Level-Spieler über Level 16 dann eben PvP-fähig waren, und das hat natürlich auch einige Trolle angezogen. Ob jetzt Hexen, die versucht haben mit Krippeln dich auf 1 HP zu drücken in der Hoffnung, dass der Ghoul dich beim nächsten Schlag umhaut und du XP und FP verlierst, oder später, als dann Muraska rauskam, gab es einen Quest, wo man einen Prophenion-Spawner hatte, wo ein Level 140er Mob gespawnt hat, den man dann auch regelmäßig im Procyon gesehen hat, im Eingangsbereich, um alle Spieler umzuhauen. Generell war auch da schon Non-PvP-Channel immer die beste Wahl. Nachmittags war dann das Ding immer voll, in jedem Raum mindestens 2 bis 3 Spieler, die gelevelt und gefarmt haben, von Ghouls bis zu den Elite-Ork-Kriegern. Das war damals aber eigentlich auch kein riesiges Problem, weil im Gegensatz zu jetzt hatte kaum jemand wirklich gepluste Waffen, und der Killspeed war dementsprechend langsam, also konnten auch 2 oder 3 Leute in einem Raum kloppen, ohne dass es da zu Problemen gekommen ist. Am Eingang gab es natürlich unzählige Shops, wo man alles Mögliche kaufen kann, von Petfutter, HP-Tränke bis zu Samen, wenn man das nötige Kleingeld hatte natürlich. Und auch ich habe damals eigentlich für die Verhältnisse ordentlich Gold verdient, habe immer kleine und mittlere Heiltränke in der Stadt gekauft, und dann, wenn ich Training hatte oder was anderes privat zu tun hatte, einfach einen Shop aufgemacht, wo ich die mit ein bisschen Aufschlag weiterverkauft habe, weil viele Leute waren einfach zu faul, sich immer wieder in die Stadt zu porten, und haben lieber ein bisschen mehr bezahlt und sich die Zeit gespart. Der Weg zum Procyon von Tratan Stadt ist auch so eine Geschichte. Heute hat man ja die Tratan Landkarte, wo man sich direkt zum Procyon teleporten kann. Aber früher musste man eigentlich den Weg mit jedem Charakter selber laufen, wenn man da farmen wollte. Zumindest mein Freundeskreis und ich mussten das. Vielleicht gab es damals schon Leute, die ihre Zweitchars mit Rufskarten geholt haben, aber das hatten wir nicht. Und dieser Weg zum Procyon, das ist so eine der Core Memories, wenn ich mich so an meine Gaming-Zeit zurückerinnere. Wahrscheinlich auf einer Stufe mit irgendwelchen legendären Minecraft-Rezepten oder der Hardpoint Rotation auf Slum, Standoff und Raid in Black Ops 2,
Das ist einfach so pure Nostalgie-Erinnerung. Also erst durch Südtor raus von Drahtan, links an den Harpien vorbei, zwischen den 30er Füchsen durchschlängeln, ohne Aggro zu ziehen. Im Notfall Pötte reinhauen, an der Sandgolem-Oase vorbei und die Rampe hoch zu den Harpien. Zuerst auf den Berg hoch und dann den langen Pfad den Berg wieder runter. Vorbei am großen Steinschädel bis zum Procyon-Eingang selbst. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich im Procyon schon verbracht habe. Allein mit meinem ersten Charakter habe ich da, glaube ich, bis Level 34 gelevelt. Ohne Pferdebuffs, ohne Cashpötte, ohne gepluste Waffe. Das war noch eine echt spannende Zeit. Heutzutage haut man Ghouls und Mumien mit entsprechender Klasse und Equipment mit 2 Schlägen um und ist in ein paar Stunden wieder raus. Das ist natürlich nicht mehr so das gleiche Last Chaos wie früher, zumindest für mich, aber die Zeit hätte man heutzutage ja auch gar nicht mehr, um da stundenlang an einem Mob rumzukloppen. Obwohl man da mittlerweile so durchjagt, hat man irgendwie trotzdem noch genug Zeit, um so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Mir würden natürlich noch unzählige Storys einfallen, die früher im Procyon passiert sind, und ich bin mir sicher, dass es euch genauso geht. Im Endeffekt mag es nur einer von vielen Dungeons sein, in einem fast 20 Jahre alten Spiel, aber ich freue mich jedes Mal wieder, wenn man da ein paar Stunden farmen kann. Ich wünsche euch was und wir hören uns beim nächsten Mal.